So good evening, everybody. So, guten Abend allerseits. Let us open with a prayer. Lasst uns mit Gebet öffnen. Heavenly Father, thank you so much for being together in your holy name. Lieber himmlischer Vater, danke, dass wir uns in deinen heiligen Namen wieder zusammenkommen können. I pray that you will comfort our hearts and give us thoughts which are connected with you. So, bitte tröste unseren Herzen und gib uns Gedanken, die uns in Verbindung mit dir bringen. And I thank you for the word which is standing for eternity. Und ich danke dir für dein Wort, die durch die Ewigkeit stehen wird. And I thank you that you will open this word for us today. Und ich danke dir, dass du heute dieses Wort für uns öffnest. In Jesus' name, In Jesu Namen. Amen. Right, so the notes on the live stream group. So, Notizen sind in den Livestream-Gruppe. They're called Heaven and Earth. Heißt Himmel und Erde. And it will be some kind of continuation of the last two studies I did. Und es wird eine Fortsetzung von den letzten paar Studien, die ich gemacht habe. And we looked at, right, that individuals and kingdoms are basically the same thing. Wir Right? haben angeschaut, dass Einzelpersonen und Königreiche sind ein und dasselbe Ding. The notes are not in the live stream notes. Oh, thank you, Mark. You sent to me? Yes, Okay. So you and Mark can converse. I forwarded. well, I can do it. Okay, die Notizen kommen jetzt in den Livestream. Das ist nur ein Versehen. Sorry, I interrupt you. No problem. Okay. Here they are. So, da haben wir sie. That's it. That's it. Okay, so we saw that here at the Sunday law, So, wir haben gesehen, dass hier zur Sonntagsgesetz, what is coming up there? was kommt hierauf? According, the four beasts, right? Also die 4 Tiere. So 1, 2, 3, and the fourth is then here. Also right? 1, 2, 3 und der 4. wäre denn hier. Or in this illustration, you have it also 1 to 3, and then the fourth. Oder in dieser Darstellung hier hat man 1, 2, 3 und dann das 4. So it's the lion, the bear, the leopard, and the terrible beast. So, der Löwe, der Bär, der Leopard und dieses schreckliche Tier. And it just shows, right, the progression of our development. If we reject light, we become basically this terrible beast. Right? Und die zeigen nur, dass wenn wir das Licht verwerfen, es wäre unsere Entwicklung von ein bis zum nächsten Tier, bis letztendlich wir diesen schrecklichen Tier sein werden. Because Solomon says, when we remind ourselves, let's go to Ecclesiastes 3. Denn Salomo sagt, und lasst uns zu Prediger 3 gehen, Ecclesiastes 3, and let us read verse 18 and 19. so Prediger 3, die Verse 18 und 19. It said, I said in mine heart concerning the estate of the sons of men, that God might manifest them, and that they might see that they are themselves, that they might see that they themselves are beasts. For that which befalleth the sons of man befalleth beasts, even one thing befalleth them, and so on and so forth. So we can see that the Bible compares man with beasts. So hier können wir sehen, dass der Mensch Einzelpersonen mit Tiere vergleicht. Okay, so and we understand the terrible beast, right? According to the chart, is the beast that put Christ on the cross. Und dieses schreckliche Biest, gemäß der Karte hier hinter mir, ist gerade der Tier, der Christus aufs Kreuz gebracht hat. Because what is the midnight cry in one sense? Denn im gewissen Sinne, was ist der Mitternachtsruf? We just Seven last place. parallel, it's close of probation, Das ist right? der Schluss der Gnadenzeit. Okay, 7 last plagues. 7 letzten Plagen.
All right. So, so basically, if you become the fourth one, you know, shut your door of probation and you will crucify Christ. So, wenn du diese vierte Tier wirst, dann schließt du dein Gnadentor und wirst Christus kreuzen. And what did we see? What is sitting on each of those beasts? Und was haben wir letztes Mal gesehen? Was sitzt auf jeder einzelne von diesen Tieren? The foolish woman. Yes, this woman. Right? Diese Frau. So, and a woman is a doctrine, right? Und eine Frau steht für eine Lehre. So if this false woman is sitting on your mind, So, wenn diese falsche Frau auf deine Gedanken sitzt, because she was sitting where? denn sie sitzt wo? On the head. On the head, right, of the Im kings. Kopf. Yeah. So therefore she was controlling the mind Also- of the kings, right? Dadurch hat sie den Verstand den Königen kontrolliert. And let us remind ourselves, let's go to Romans 13. Und zur Erinnerung, lasst uns Römer 13 aufschlagen. And let's read verse 1 down to verse 4. Römer 13, die Verse 1 bis 4. It says, let every soul be subject unto the higher powers, for there's no power but of God. The powers that be are ordained of God. So what are we to be subject under? So, unter was sollen wir uns unterwerfen? Higher powers, right? Diese höhere Kräfte. So here you have this concept of, and it's not on the line, I just mark it now just here, you have the higher powers. Das hat nichts mit den Linien hier zu tun, sondern das ist nur hier auf den Tafel. Hier haben wir den höheren Kräften. And if you're subject under the higher power, what power are you then? Und wenn du sie untertan bist, welche Kraft bist du? Niedriger. Yeah, the lower powers, Also right? diese niedrigere Kräfte. So you have the higher powers and the lower powers. Es gibt diese höhere Kräfte und diese niedrigere. Yes? Amen? Yes? Okay, good. So, and then it goes on to say, Und dann sagt es weiter. whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. So, when you resist, what is the teaching? So, wenn du widerstrebst oder dagegen strebst, was lehrt uns das? Rebellion. Because you're the lower power, right? Weil du diese niedrige Kräfte sind. So the lower power rises now against the higher So, power. diese niedrige Kräfte erheben sich gegen die höhere Kräfte. Okay, now let's go to the notes So, jetzt zu den Notizen. and let's read these quotes here. Diese ersten Zitaten hier. And let's read beginning in the bold faced. Und wir fangen an in den fett gedruckten Schrift. It says, intemperance of any kind benumbs the perceptive organs and so weakens the brain nerve power that eternal things are not appreciated, but placed upon a level with the common. The higher powers of the mind, designed for elevated purposes, are brought into slavery to the baser passions. So, here the higher powers are therefore the powers of the mind, right? Diese höhere Kräfte, das sind die Kräfte des Verstands. But if you indulge in any kinds of sinful indulgence, what happens? Aber wenn du Teil an Lust, Your mind is brought into slavery. wenn du teilnimmst an Gelüste, dann was geschieht? Yeah. The higher powers, right, are now being made subject under the lower powers. Right? Also diese höhere Kräfte werden den niedrigen Kräften unterworfen. So, I think it's even an illustration of the king of the north and king of the south. Ich glaube, das ist sogar eine Darstellung von König des Nordens und König des Südens. Just think this through. Okay, because Yes, the lower powers would be the the open south. rebellion. Yes. Yes, that's quite nice. So. Because the kings are in cahoots with the Papacy. papacy. Yes. Yes. So the lower powers are the Yes. people under the Exactly. subjects. Okay, so this would be the king of the north here, right? Das wäre dann die höhere Kräfte, wäre der König des Nordens sein. Okay, because Which is a type of Christ. yes, because right,
who is controlling? Because the kingdoms, right? They're like a man, according to Daniel 2. So, gemäß Daniel 2, die Königreiche sind wie ein Mann. And the higher power is the mind. Und der höhere Kräfte, das ist das Verstand. And they are here illustrated as governments. Und hier werden sie als Regierungen dargestellt. Okay, so the nation is like a man, Also die Nationen sind wie ein Mensch, but the mind of the nation is the government. aber der Verstand der Nation ist die Regierung. Yes? Amen. It's the higher power of the nation. Es ist der höhere Kraft der Nation. Yes, Yeah, because but- it says a nation speaks through its legislative, judicial powers, right? But out of the abundance of the heart, the mouth speaketh, and the heart is the mind. Yes. Yes. Also eine Nation spricht durch sein Gerichtsverfahren, Gerichtshof und Gesetze. Und das Herz, Wovon das Herz voll wovon das Herz voll ist, spricht der Mund. Und das Herz ist das Verstand. ist. Yes. Okay, so therefore the government is the mind of a nation. So, die Regierung ist der Verstand eines Nations. Yeah, but here we see what is sitting or what is controlling the mind, the government here. Aber hier können wir sehen, was kontrolliert der Verstand oder der Regierung hier. Satan, Yes, woman. this woman, Diese right? Frau. And what did we look at last time? Who's this woman Und was haben wir letztes Mal gesehen? Wer ist diese Frau? on an individual level? Auf einem Einzelpersonenebene. On an individual level. Yeah, because, right? Daily. What do we all have? So, was haben wir alle? When we are born, what kind of mind do we have? Reprobate. Yes, we have the carnal mind. So, Right? wenn wir alle geboren sind, wir haben diese fleischliche Verstand. And what is the carnal mind? What is another illustration or expression? Yes, the evil propensities. Right? Ein anderer Ausdruck für diese fleischliche Verstand ist diese böse Neigung. Yeah, so the evil propensities are controlling your mind. Also diese böse Neigungen, die kontrollieren den Verstand. That's this woman. Das ist Yes, diese Okay. Frau. it's not subject to the law of God, and neither indeed can Exactly. the man Also that es ist sinneth. nicht das Yes. Gesetz unterworfen und es kann auch nicht sein. Yes, and the man of sin is the man of the transgression of God's law. Right? Der Mensch der Sünde ist der Mensch, der Gottes Gesetz widersteht. Because sin is the transgression of God's law. Weil die Sünde ist das Übertreten von Gottes Gesetz. Okay, so the woman is here illustrating this carnal mind, these evil propensities that are now controlling the higher powers. So, die Right? Frau stellt diese fleischliche Verstand, diese böse Neigungen dar, die diese höhere Kräfte kontrollieren. And who is in league with a woman, Und wer ist with the im papacy? Bündnis mit der Frau, mit der Papst? The kings. The kings. Die Right? Könige. And the kings is the government. Und die Könige, das sind die Regierungen. So the kings is the higher powers. So, die Könige sind diese höhere Kräfte. So therefore they are the king of the north. So, dadurch sind sie der König des Nordens. But the king of the south Aber der König des Südens are the subjects in the kingdom, right? sind die Volksmenge von den It's interesting Nationen. because when they wanted to return to Egypt, they likened it unto Die the chosen leeks and the onions, the belly basically. It was likened unto their stomach. Yes. Also wenn sie zurück nach Ägypten gehen wollten, die wollten den Porree und den Knoblauch und den Zwiebeln haben. Also das ist in Bezug auf ihren Magen, Yes. also diese niedrigere Kräfte. Paul says that their God is their belly, right? Yes. Paulus sagt, deren Götze oder deren Gott ist deren Bauch. So, therefore, the lower powers are those powers that constantly revolt against the higher powers, right? So, diese niedrigen Kräfte sind gerade die Kräfte, die beständig gegen den höheren Kräften angehen. That's all your passions that are in your body, All right? deine Leidenschaften, die in deinen Körpern sind. So, but the higher power is actually always to control all your passions, right? Aber diese höheren Kräfte sollen immer deine Leidenschaften im Zug halten. But if the woman is sitting on these higher powers, the woman says, give into the lower powers. Aber Okay? wenn diese Frau sitzt auf den höheren Kräften, sie sagt, gib diesen niedrigen Kräften hin. So in this sense, these lower powers are constantly They're trying to say that we're equal. revolting. Yes. Revolt. Revolving. No, uprising. Revolting. Revolting. Yes.
Also die stehen in beständigen Aufstand. Yes. And we understand the king of the south is those that rise up against the kings, right? Und wir wissen, dass der König der Süden ist gerade diejenigen, die im Aufstand gegen die Königin aufkommen. So therefore they are the king of the south. Dadurch sind die der König des Südens, And that's basically the body. It tells you, der Körper. it tells you it's because of her doctrines that the French Revolution took place. Also wegen der Lehren der Papst darum ist der französische Revolution zustande gekommen. Yes, exactly. Okay, so let us just go to the next quote. So, nächstes Zitat. We can read also just the bold-faced. Und wieder nur das Fettgedruckte lesen wir. Says the faculties of the mind as the higher powers are to rule the kingdom of the body. Okay, here you have the expression, right? The body is the kingdom and the mind is the government of the body. So, hier hast du das Ausdruck, also der Königreich ist der Körper und das Verstand ist der Regierung oder das, was kontrolliert. The natural appetites and passions are to be brought under the control of the conscience and the spiritual affections. Okay, here we can see, right, the higher powers are always to subdue these lower passions. So, hier können wir sehen, die höheren Kräfte sollen immer diese niedrigen Kräfte in Unterwerfung halten. Yes. So, but the woman, right, is a doctrine. Aber die Frau ist eine Lehre. And this is an evil woman. Und die hier ist eine böse Frau. But if you're controlled by the true woman, by the true doctrine, Aber wenn du kontrolliert bist durch die wahre Frau, also die wahre Lehre, if your mind is now controlled by the true doctrine, wenn dein Verstand durch diese wahre Lehre kontrolliert wird, what happens then? was geschieht dann? If the true king of the north is sitting upon your mind, Wenn der wahre König des Nordens auf deinem Verstand sitzt, It tells us in Ephesians 25. okay, let's go there. Ephesians 25. Yes. Ephesians 5, sorry, 22. Also Epheser 5 und Vers 22. So it says, wives, that would be the body, Yes. submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Saviour of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. So it says, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. So he cleanses the whole body when you submit to the... Das Vers 26 ist. Christus reinigt den ganzen Körper, wenn wir den wahren König des Nordens unterwerfen. Yes. Okay, so let us just go to the next quote. Lasst uns in den Notizen zu der nächsten Zitat gehen. And let us just read the underline there. Und wieder, also dieses Mal lesen wir nur das Unterstrichene. It says, the body is to be brought into subjection to the higher powers of the being. The passions are to be controlled by the will, which it is itself to be under the control of God. So here you can see, right? So, hier können wir das sehen. So the higher powers, they are to control the lower powers, So diese höhere Kräfte, die sollen diese niedrige Kräfte kontrollieren. but the higher powers must be subject to God. Aber Christ. diese höhere Kräfte müssen Gott untertan sein. So Christ must sitting upon your mind, and then your mind can control the body. So Okay. Christus muss auf den Verstand sitzen und dann kann der Verstand den Körper kontrollieren. Okay, can you Amen. follow so far? Können wir folgen? I don't know if I see some blank faces. No, it's quite easy. Okay, anybody needs a repetition? So, möchte jemand, dass ich das wiederhole? Your choice. Alright, so then let's go and let's go to the next quote on page 2. Also, nächste Zitat, das ist jetzt auf Seite 2. And it's a familiar quote we have. So, eine bekannte Zitat. It says, December 16th,
1848, the Lord gave me a view of the shaking of the powers of the heavens. I saw that when the Lord said heaven, in giving the signs recorded by Matthew, Mark, and Luke, he meant heaven. And when he said earth, he meant earth. The powers of heaven are the sun, moon, and stars. They rule in the heavens. The powers of the earth are those that rule on the earth. So how many powers do you have here? So wie viele Mächte hat man hier? Two, right? 2. They are Und die sind heavens and earth. Kräfte der Himmel und Kräfte der Erde. So the powers of heaven are sun, moon, and stars, and the powers of earth are those that rule on earth. So, die Kräfte des Himmels sind Sonne, Mond und Stern und die Kräfte der Erde sind diejenigen, die auf die Erde regieren. Okay, let's jump down to the last bit of the second paragraph, to the boldface. So, jetzt hinunter zu diesem letzten Satz, auf den zweiten Absatz, diesen Fett gedrückt. I saw that the shaking of the powers in Europe is not, as some teach, the shaking of the powers of heaven, but it is the shaking of the angry nations. Okay, so where do we mark this event that she illustrates here? So, wo markieren wir dieses Ereignis, die sie hier darstellt? Sunday, Das right? Sonntagsgesetz. 1848, 1848. right? And it says then it's the shaking of the earth. Und es sagt, das ist die Erschütterung der Erde. Okay, I just use this illustration because it's just condensed. Und ich Okay. benutze diese Darstellung hier nur, weil es alles zusammen ist. Okay, so you have earth here. So, hier hat man die Erschütterung der Erde. Okay, and what did we learn this morning? Where's the shaking of the heavens? Und was haben wir heute Morgen gelernt? Wo ist die Erschütterung der Himmel? Again, the Lord is the final review. It's It's the, also typified by Yes. the Here, right? So, es ist hier, richtig? so the shaking of the heavens begins here, So, right? die Erschütterung der Himmel, es fängt hier an. Okay, and it's heaven and earth. Es ist die Himmel und Erden. Alright, so this was a revolution in France. So, das hier war Revolution, die in Frankreich stattfand. But what didn't take place here? Because this is also a revolution in France, right? Weil das hier ist auch eine Revolution in Frankreich. That's this 1848 revolution, and this was the French Revolution. So 1848 Revolution und hier war es das wohlbekannte französische Revolution. So what is the difference between the French Revolution and the revolution in 1848? Was ist der Unterschied zwischen der französischen Revolution hier und der Revolution in 1848? 1848, they didn't succeed in overthrowing the government. Yes. But in the French Revolution, they overthrew it and chopped their heads off. So Exactly. in der 48er Revolution, die haben die Regierung nicht umgestürzt, oder die haben es nicht geschafft, die Regierung umzustürzen, aber hier wohl. Und sie haben den ganzen Obrigen den Köpfen abgehauen. Okay, so because we'll see the shaking of the earth represents when the government is not overthrown, but the shaking of the heaven represents when the government is overthrown. Okay? Wir werden sehen, dass die Erschütterung der Erde markiert, wo die Regierung nicht überworfen wird, und hier wohl. Okay, and I want to put it to you, okay, that the higher powers are the heavens. Und ich möchte vorschlagen, dass die höhere Kräfte sind die Himmeln. Okay, so this is heaven Das ist Himmel and this is earth. Okay, und das hier ist Erde. That's where Christ sits, right? In heaven. yes, Da sitzt Christus im Himmel. okay, And Satan wanted to overthrow that government in heaven. yeah. Und Satan wollte gerade diese Regierung im Himmel zum Umsturz bringen. Yes. Okay, but we'll come to this. Aber wir werden dazu kommen. Okay, let's go to Revelation 8, verse 12. This is what we looked at also this morning. Offenbarung 8,12 jetzt, da haben wir auch heute Morgen das angeschaut. And says, and the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars. So as the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise. Alright, so where did we mark this fourth trumpet this morning? So, wo haben wir diese vierte Posaune heute Morgen markiert? Right there at the midnight cry. Yes, yeah. Begins at the midnight cry, right?
am Mitternacht. So right here. That's the Gerade hier, fourth trumpet. 4. Posaune. So, and what happened under the fourth trumpet according to this verse? Und gemäß diesem Vers, was geschah unter den 4. What Posaunen? got shaken? Was wurde erschüttert? Yes, the heavens, Also right? den Himmel, Sun, moon, and stars. Sonne, Mond und Sterne. So, and historically, what did it represent? Und historisch, was stellte es dar? Three-form government of republicanism. Also die Yes. dreifaltige Regierung des Republikanismus. But what happened with this Aber government? was geschah mit diesem Got overthrown. Es wurde überworfen. So it's another illustration that when the heavens get shaken, the government will be overthrown. So Okay? eine weitere Darstellung, dass wenn die Himmel erschüttert wird, dass die Regierung zum Stürze gebracht wird. So, because the higher powers, they are the heavens. Okay? Und die höhere Kräfte, sind die Himmel, It's the government. die Regierungen. Okay, so we will now see this. Und wir werden das sehen. Okay, let's go now to Genesis 1 verse 1. Jetzt 1. Buch Mose 1, Vers 1. Okay, it says, in the beginning, God created the heaven and the earth. Okay, so in the beginning, God created both. So, am Anfang Gott erschuf beide, Himmel und Erde. Okay, and now let's go to John 19 verse 10 and 11. Johannes 19, Verse 10 und 11. It says, then saith Pilate unto him, that's when Jesus is before Pilate. So, Jesus steht vor Pilatus. It says, then saith Pilate unto him, speakest thou not unto me? Knowest thou not that I have power to crucify thee, and have power to release thee? Jesus answered, thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above. Therefore, he that delivered me unto thee hath the greater sin. So what is Jesus telling Pilate here? So, was sagt Jesus dem Pilatus? Can't do nothing unless the higher powers allow him. Exactly. Du kannst gar nichts machen, es sei denn, dass die höhere Kräfte es erlauben. Yes, and the higher powers in this case is the heavens, right? In diesem Sinne, der höhere Kräfte sind Himmel. The same we find in Daniel 4, Dasselbe Prinzip finden wir in Daniel 4, when Nebuchadnezzar gets cut down. als Nebukadnezar umgehauen wird. Okay, let's read Daniel 4, verse 25 to 26. Daniel 4, Verse 25, 26. That they shall drive thee from man, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. And they shall make thee to eat grass as oxen. And they shall wet thee with the dew of heaven, and 7 times shall pass over thee, till thou know that the Most High ruleth in the kingdom of man, and giveth it to whomsoever he will. And whereas they commanded to leave the stump of the tree roots, thy kingdom shall be sure unto thee, after that thou shalt have known that the heavens do rule. Okay, so here we can see also it's the heavens that rule. So hier können wir auch sehen, es sind die Himmel, die regieren. So the heavens are the higher powers, and the kingdoms of earth are the lower. Okay. Den Himmeln sind die höhere Kräfte und die Regierungen auf der Erde sind die niedrigen. Yes, nobody Amen. can follow. Kann jeder folgen? Okay, so now let's go to Revelation chapter 12. Jetzt Offenbarung 12, And let's read verse 7 to 9. die Verse 7 bis 9. It says, and there was war in heaven. Where was war? Wo gab es Krieg? In heaven. Im Okay. Himmel. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not. Neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. So, historically, where was Satan cast out of heaven? So historisch, wo war Satan aus dem Himmel geworfen? Two places. Firstly, at the rebellion in the beginning, Yes. and then perfectly at the cross. Yes, Also am Anfang, als Satan rebellierte im Himmel und dann später, also vollständig am Kreuz. and when exactly at the cross? Und wann genau What? am Kreuz? Christ says it is finished. Yes, when The Christ work says it is done. finished. Als Right? Christus sagte, es ist vollbracht. And on this line, where's the first time that Christ says it is finished? Und auf dieser Linie, wo ist das erste Mal, wo Christus sagt, es ist vollbracht? I mean, in that way, right? Yes. Yes. So, diese Okay. Wegmarke. I mean, obviously there's the 9th hour for the first group, but we just keep it simple now.
right here. Also Okay. natürlich gibt es hier drin der 9. Stunde für die erste Gruppe, aber um es zu versimplifizieren, ist es gerade hier. So Satan gets cast out of heaven. Satan wird aus dem Himmel Ja. geworfen. And we just saw the heavens are the higher powers. Und wir haben Okay. gerade gesehen, dass den Himmeln die höhere Kräfte sind. They are the mind. Das ist das Verstand. So right here, when you come, Satan will be fully cast out of your mind. So, wenn wir hier ankommen, Satan wird vollständig aus unserem Verstand verworfen. Yes? Everybody Amen. can see this? Kann jeder das sehen? Okay, let's read now this next quote. Lass uns diese nächste Zitat lesen. It says, through the preaching of the gospel, Satan and his angels are cast out from the minds of men. They're cast out of heaven. So, die werden aus dem Verstand von Menschen verworfen, die werden aus dem Himmel verworfen. Yes? Amen. Amen. And how is it to be done? Und wie soll das geschehen? Through the gospel. Through the gospel. Durch right? das Predigen des Evangeliums. That the right woman sits on your mind. Dass die richtige Frau auf unserem Verstand sitzt. So if the right doctrine is sitting on your mind, Satan will be fully cast out at the So, end. wenn der richtige Lehre auf unserem Verstand sitzt, dann Satan wird vollständig hier hinausgeworfen. But if the wrong woman sits on your mind, Satan will fully take possession of your mind. Aber wenn die falsche Frau sitzt auf unserem Verstand, dann hier wird Satan volle Kontrolle unseres Verstandes übernehmen. Okay. And what happens here? Why is Satan fully cast out here? Und was geschieht hier? Warum wird Satan hier vollständig hinausgeworfen? We read Revelation 1 verse 1. Offenbarung 1, Vers 1. It says, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must come shortly to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. So what do you receive here? So, was erhältst du hier? A Revelation. revelation Eine Offenbarung. of Jesus Christ. Die Offenbarung von Jesus Christus. So when you now get Jesus revealed, Satan must vanish. Und wenn du Christus zu dir geoffenbart bekommst, Satan muss gehen. Therefore, when we come to our midnight here, So, wenn wir zu unserer Mitternacht hier ankommen, then we can understand that Satan will lose if we get this revelation. also wenn wir diese Offenbarung hier halten, Satan will lose already to some extent his control over our minds. Satan wird in gewissen Maßen den Kontrolle über unseren Verstand verlieren. He has to flee. Yes. And we, will enter into a little time of peace then. Und wir werden in der kleinen Zeit des Friedens hineingehen. It says, resist the devil and he must flee from you. So Yes. he needs to flee here. Yes. Yes. Also Satan muss flüchten hier. Yes. Okay, so and also we could see that it's a clear also proof that when the heavens get shaken, it's the governments that will be overthrown. Das ist ein klarer Beweis, dass wenn der Himmel erschüttert wird, es sind die Regierungen, die Because zum Umsturz gebracht the werden. heavens are the higher powers. Die Himmel sind die höhere Kräfte. Yes. So it's very nice to see these things and to see this correlation between the kingdoms and individuals. Es ist sehr schön, dieses Zusammenspiel zwischen Königreiche und Einzelpersonen zu sehen. Yes. So in one sense, it's heaven is the higher power and the kingdoms are the lower power. But in another sense, the kingdoms are the higher power Yes, and exactly. we are the lower power of the... Yes, okay. So im gewissen Sinne ist es der Himmel ist der höhere Kräfte über die Könige oder über die Nationen. Aber dann in anderer Stelle, die Nationen sind die höhere Kräfte über... Die Könige sind. Die Könige sind die höhere Kräfte, die über das Volksmasse gestellt werden oder Einzelpersonen gestellt werden. And then you can even break it down under the subjects. You have your mind and your body. Okay. Und dann kannst du es noch weiter tiefer gehen, also in den Einzelpersonen. Du hast deinen Verstand, was die höhere Kräfte sind, und natürlich deine Leidenschaften, was die niedrige Kräfte sind. Yes. Okay. So just shows these different illustrations. So diese verschiedene Darstellungen, diese verschiedenen Ebenen von dasselbe Prinzip. Okay, could everybody follow? Konnte jeder folgen? Praise God. Preisen Then Herrn. that was my thought I wanted to share this evening. So, das war eben meine Gedanke für heute Abend. We closed a little bit earlier than usual tonight. Also wir schließen etwas früher, als wir es sonst gewohnt sind. Aber And let's also with our prayer. lasst uns mit unserer Gebetsrunde abschließen.